Kennst du dieses Gefühl, wenn du an etwas arbeitest und plötzlich gar nicht mehr weiter weißt, wenn es nichts mehr geht und dich, dein eigenes Projekt regelrecht in den Wahnsinn treibt? Genau an diesem Punkt bin ich mit diesem Bild gelandet. Ich heiße Elena Büchel und ich bin intuitive Künstlerin. Intuitiv zu malen bedeutet für mich, dieses Nichtwissen auszuhalten, anzufangen, zu spielen, wahrzunehmen, im Moment zu reagieren und dem zu folgen, was sich im Bild entwickelt. Begonnen hat alles ganz harmlos mit ein paar alten Comicseiten. Keine Skizze, kein festes Motiv und keine Ahnung, was daraus entstehen würde. Doch irgendwann wurde es immer mehr. Mehr Linien, mehr Formen, mehr Buchstaben, mehr Farbe, bis ich völlig den Überblick verlor. Alles war gleichzeitig da, alles war laut und ich wusste plötzlich überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Begleite mich durch diesen Prozess und schau, wie ich mich in meinem eigenen Bild verliere und schließlich wieder zurückfinde. Durch die vielen Linien sind ganz von selbst Formen entstanden und diesen Formen gebe ich jetzt nach und nach Farbe. Dabei drehe ich das Bild immer wieder und schaue es mir aus unterschiedlichen Perspektiven an. Durch mein Boom-Hour habe ich zwar schon eine gewisse Richtung vorgegeben, aber selbst daran möchte ich mich nicht festhalten. Wenn das Bild am Ende auf dem Kopf stehen möchte, dann darf es eben auch. Noch ist aber alles offen. Ich weiß nicht, wohin es geht und genau das möchte ich mir im Moment noch bewahren. Einen Tag später geht es weiter. Solche Gestaltungselemente, Linien und Schachbrettmuster sind Elemente, die ich immer wieder in meine Bilder einbringe. Dabei benutze ich nie ein Lineal. Ich arbeite ganz bewusst freihand. Ich mag es, wenn die Linien nicht perfekt sind und man die Hand darin noch spürt. Meinen Boom-Schriftzug hatte ich inzwischen komplett übermalt. Er war gar nicht mehr zu sehen. Aber ich wollte diesen Comic-Charakter im Bild unbedingt behalten. Also habe ich einfach noch einmal hineingeschrieben. Ja, und genauso geht es mit dem Aua. Auch das greife ich noch einmal auf und bringe es an einer neuen Stelle zurück ins Bild.
Und da ist sie, meine Sackgasse. Ich malte und malte, aber irgendwie wurde es nicht besser. Im Gegenteil, ich wurde richtig sauer. Am liebsten hätte ich alles hingeworfen und einfach einen Eimer Farbe über das ganze Bild gekippt. Ihr Lieben, ich sitze gerade in meinem Sessel und schaue mir mein Bild an und fühle mich erschlagen. Ich habe das Gefühl, das Bild schreit mich an und ich fühle mich im Moment total überfordert damit, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll als erstes. Es ist einfach zu viel, alles so zu viel, zu laut und alles gleichzeitig. Puh. Also am liebsten würde ich jetzt den Raum echt verlassen, aber fliehen bringt mich nicht weiter. Deswegen werde ich mich jetzt an die Arbeit machen und ich glaube, als erstes werde ich mir einen Bereich vornehmen, das ziemlich zentral ist. Da ist so viel los. Ich werde das alles zurückbilden, beruhigen und dann mir das nochmal angucken. Ja, und das mache ich dann mit jedem einzelnen Bereich, sodass ich mir das stückweise vornehme. Und dann gucken wir mal weiter. Da ist es. Ein Bild, das mich anschreit. Das ist hier der Bereich, den ich zuerst beruhigen wollte. Ich habe graue Kreide dafür genommen. Ja, mal sehen, ob mir das so besser gefällt. Und hier passierte es. Plötzlich sah ich eine Katze. Eine Katze, die eigentlich hier bei mir im Atelier steht. Eine Skulptur, die ich gestaltet habe, als ich 50 geworden bin. Diese Katze hat für mich eine sehr persönliche Bedeutung. Und hier schloss sich der Kreis. Das Bumm und das Aua. Es war auf einmal klar, was mir dieses Bild erzählen möchte.
Und hier zwischen ihren Beinen trägt sie etwas, das ich noch gar nicht richtig herausgearbeitet habe. Für mich sieht es aus wie eine Tasche. Vielleicht ist es ihr Gepäck, ihr Lebensgepäck, all das, was sie bis hierhin mitgebracht hat. Und dann ist da dieses Bumm. Plötzlich bekommt alles für mich eine Bedeutung. Dieser Moment, in dem eine Erkenntnis einschlägt. Ich habe nur dieses eine Leben. Bumm. Und diese Erkenntnis kann auch wehtun. Aua. Denn als ich 50 wurde, waren 50 Jahre dieses Lebens bereits vergangen. Und deshalb kam schließlich auch die Uhr in mein Bild. Sie tickt. Zeit vergeht, alles verändert sich, nichts bleibt für immer. Und jetzt, wo ich eine Klarheit habe, fühlt das Bild für mich sich nicht mehr chaotisch an. Es sind jetzt nur noch die letzten Entscheidungen. Hier etwas zurücknehmen, dort eine Form klarer werden lassen, Kontraste verstärken und einzelne Bereiche miteinander verbinden. Ich arbeite jetzt viel ruhiger, nicht mehr auf der Suche nach dem Bild, sondern mit dem, was bereits da ist. Und langsam habe ich das Gefühl, jetzt kommt es an. Hier ist noch etwas, das für mich nicht ganz geklärt ist. Ursprünglich war das einmal ein Teil von meinem Aura, aber so gefällt mir die Form nicht mehr. Es sieht fast so aus, als würde die Katze etwas an sich heranziehen oder vielleicht auch von sich wegschieben. Ich verändere die Form ein bisschen, aber ich möchte sie bewusst offen lassen. Sie muss nicht unbedingt etwas Bestimmtes darstellen. Vielleicht siehst du ja etwas darin, was ich selbst noch gar nicht sehe. So, hier ist es, mein Werk. Ganz ehrlich, zwischendurch hatte ich nicht gedacht, dass ich an diesem Punkt ankommen werde. Ich war vollkommen verloren in diesem Bild und gerade daraus ist am Ende etwas entstanden, das mich selbst überrascht hat. Ich habe euch erzählt, was ich darin entdeckt habe und welche Geschichte es für mich trägt. Aber das ist meine Geschichte. Jetzt interessiert mich eure. Was seht ihr in diesem Bild? Welche Geschichte erzählt es euch? Vielleicht entdeckt ihr sogar etwas darin, was ich selbst noch gar nicht gesehen habe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf, das Bild durch eure Augen zu sehen. Und wenn ihr mich beim nächsten Bild wieder begleiten möchtet, dann sehen wir uns hier in diesem Atelier wieder. Bis bald. Danke, dass ihr da seid.